Wenn man vorhat, sich eine komplette Ausrüstung für Outdoor-Touren, dem Trekking oder zum Wandern zuzulegen und sich dann mal die verschiedenen Outdoor-Ausrüstungskategorien anschaut, stellt man sich schnell die Frage, wo kann ich hier eigentlich Geld sparen und wo macht es Sinn, vielleicht direkt zu Anfang lieber etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und tatsächlich gibt es Sachen, bei denen man wirklich sehr gut Geld sparen kann, da es da günstige Alternativen zu teuren Produkten gibt, die nicht merklich schlechter sind. Bei einigen anderen Sachen dagegen sollte man aber von vornherein auf jeden Fall lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen, da dort günstigere Produkte wirklich deutlich schlechter sind, ohne dass man das auf den ersten Blick vielleicht direkt sieht. Und sehr häufig führt das dann schnell wieder zu Ersatzkäufen. Ich zeige dir jetzt pro Kategorie einer üblichen Packliste, wo Sparen okay ist und sogar sinnvoll ist und wo Sparen dagegen absolut ungeeignet ist und eher eine Falle ist. Bei Zelten oder ähnlichen Outdoor-Unterkünften wie Tarps kann man zu Anfang, wenn man denn möchte, zum Glück erstmal sehr gut Geld einsparen, ohne auf viel Merkbares verzichten zu müssen. Günstigere Modelle sind dann vielleicht etwas schwerer oder haben einige optionale Funktionen nicht im vollen Umfang. Dafür sind sie aber bei der richtigen Wahl genauso haltbar und teilweise noch länger haltbar als die absoluten High-End-Zelte. Was wichtig sein kann, wenn du wirklich nach einem Zelt suchst, was dich vielleicht direkt die nächsten 10 Jahre auf vielen Touren zuverlässig begleitet. Denn moderne Premium-Materialien, die zum Beispiel bei ultraleichten Zelten verwendet werden, wie hier Dyneema Composite Fabric oder Ultra zum Beispiel, kosten um ein Vielfaches mehr als klassische Materialien wie hier zum Beispiel Silpoly oder Nylon und sind dabei aber nur in einzelnen Bereichen besser. Ein Beispiel sind jetzt zum Beispiel Zelte von Durston, Tarptent und bald sogar auch Decathlon, die in unterschiedlichen Varianten mit demselben Schnitt aber kommen. Wie man beispielsweise beim klassischen Tarptent Rainbow dann die Silpoly-Variante statt der DCF-Variante, kann man sage und schreibe 400 € sparen, wenn man bereit ist, dafür 176 Gramm mehr zu tragen. Oder wenn man etwas Robusteres sucht und es nicht direkt ein Hilleberg, ja Niag oder Unna sein muss, sondern bei gleichem Gewicht kann man fast 1000 € sparen, zum Beispiel wenn man dann MSR Elixir nimmt. Ebenfalls ein sehr zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Zelt. Will man aber trotzdem die absolut leichtesten Unterkunftslösungen haben, kann man zu preiswerten Pyramidenzelten greifen, wie zum Beispiel von Six Moon Designs, Lightway oder 3FUL Gear, die oft nur 150 bis 200 € ungefähr kosten und ähnlich schwer sind, ja wie komplett freistehende Zelte aus absoluten Premium-Materialien. Bei Isomatten sieht es dagegen aber komplett anders aus. Hier werden die Produkte wirklich linear schlechter, je Euro, den man da einsparen möchte. Vor allem im Hinblick auf die 3 wichtigen Kennzahlen. Das Gewicht, den R-Wert, also die Isolationsleistung und den Komfort. Wenn man alle 3 Bereiche gut abgedeckt haben will, muss man, egal ob bei Thermarest, Nemo oder Expat, mindestens, ich sag mal, 150 bis 180 € fest einplanen. Der Goldstandard, und das ist als Referenz hier die Thermarest X-Lite NXT, der wiegt nur 370 Gramm, hat einen R-Wert von 4,5 und durch die neue Dicke von 7,6 cm ist sie auch noch ausreichend bequem. Will man dann Geld sparen, aber dennoch so einen Allrounder wirklich haben, bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Die Decathlon Simont MT500R Isomatte, die haben wir uns ja auch schon mal angeschaut, kostet etwa die Hälfte, 75 €, wiegt dann aber fast das Doppelte, 670 Gramm und hat dann nur einen R-Wert von 3,3 und ist deutlich dünner. In jeder Hinsicht dann also linear schlechter. Modelle wie von C2 Summit zum Beispiel liegen dann noch dazwischen von Preis-Leistung. Und sparen kann man eigentlich hier nur, wenn man bereit ist, entweder auf leichtes Gewicht zu verzichten, da so Schaumstoff-Hybridmatten ja häufig günstiger, aber schwerer sind, oder man auf reine Sommermatten setzt, die mit niedrigem R-Wert und häufig auch ja auf Komfort verzichten, wie so panelbasierte Matten hier. So eine Z-Lite gibt's auch von Decathlon, eine Eversauti-Matte oder wirklich so Hybrid-Schaumstoffmatten hier. Deswegen ist mein Tipp bei Isomatten ganz klar, einmal in den sauren Apfel beißen und ein Produkt zum Beispiel von Thermarest kaufen. Man hat dort auch eine lebenslange Garantie und so halten die Produkte viele, viele Jahre, ohne ja, dass man sich nachts auf jeder Tour im Zelt stetig ärgert, dass man an dieser Stelle doch Geld gespart hat. Bei Rucksäcken dann ist es weder schwarz noch weiß. Es ist so ein bisschen einerseits wie bei den Zelten. Man kann also Geld sparen, das macht hier durchaus Sinn, aber auch Geld ausgeben kann Sinn machen. Denn einerseits sind günstige Rucksäcke durchaus brauchbar, aber halten dann oft nicht so lange. Das beliebteste und bekannteste Beispiel ist hier sicherlich der G4Free, habe ich schon sehr oft empfohlen, hat mir über die Jahre super Dienste erwiesen, habe ich sehr oft auf Touren dabei gehabt, aber ich musste ihn auch schon zweimal ersetzen, weil dann doch an einzelnen Stellen was kaputt gegangen ist.
Als Gegenbeispiel macht Heiberg zum Beispiel sehr gute Rucksäcke dann in mehreren Variationen und unterschiedlichen Preisklassen. Einerseits gibt es da Materialien wie X-Pack zum Beispiel, die haben ganz klar den Fokus Preis. Und andererseits gibt es Stoffe mit dem Fokus Gewicht, wie wieder DCF und momentan auch ein neuer guter Hybridstoff, Alula Graphite. Das ist auch ein Modell aus diesem Material. Habe ich jetzt auch getestet, kann ich sehr empfehlen. Ist noch leichter als DCF und die Haltbarkeit ist da sogar besser. Also wenn man mehr Geld ausgibt, hat man am wenigsten noch länger was davon. Es gibt dann aber auch Modelle wie den Event Eco, den Agila oder den Bandit von Heiberg. Die kosten dann nur 140 bis 190 Euro statt 200, 300 oder vielleicht sogar 400 Euro und sind von der Qualität dann auch absolut brauchbar, auch ohne dass sie dann in Asien gefertigt werden. Wenn man in diesem Markt guckt, da kann man natürlich dann noch mehr Geld sparen. Da gibt es so Modelle wie den beliebten Chidian, der nochmal 50 Euro günstiger ist zum Beispiel, aber dann auch wieder mehr wiegt und eine etwas schlechtere Qualität hat. Bei Rucksäcken muss man also nicht zu den teuersten Modellen greifen, ist häufig aber auch nicht gut damit beraten, komplett zu sparen, vor allem wenn man sich schon mal sicher ist, dass man das Hobby intensiver und langfristiger ausüben möchte. Beim Schlafsack macht dann Sparen meiner Meinung nach dann wieder total Sinn. Einerseits haben wir natürlich die Thematik Daune oder Synthetik. Ich habe schon oft aufgeführt, ich bin eher für Synthetik, gerade im europäischen, feuchteren Klima. Und wenn man da nicht gerade Materialien wie Klimashield Apex nimmt, kann man da auf jeden Fall sehr viel Geld sparen. Ich bin ein großer Fan von Decathlon, gerade bei Schlafsäcken. Die sind immer leichter geworden jährlich. Das haben wir uns auch in den Packlisten-Videos angeschaut. Und der Preis ist da super fair. Das aktuelle beste Beispiel als Allrounder ist da der Vorklass, hier ist er, MT500. 75 Euro, 0 Grad Comfort Limit und 950 Gramm nur in Größe M. Gibt's da natürlich auch in anderen Stärken bis minus 5 Grad oder 5 Grad. Noch mehr kann man da bei gleicher Temperatur nur mit brauchbarer Qualität sparen, wenn man bereit ist, mehr Gewicht einzugehen. Ich habe hier noch ein Modell von Active Era, das hatte ich mal in meiner Budgetpackliste vorgestellt, haben wir also auch schon getestet. Das kostet nur 35 Euro. Wiegt dann aber 1500 Gramm, also ca. 500 Gramm mehr, hat aber dieselben Temperaturangaben. Also wer da sparen möchte, hat hier auf jeden Fall auch noch eine ausreichende Qualität meiner Meinung nach. Alles darüber hinaus würde ich dann sagen, macht ein Quilt dann mehr Sinn. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Einsteigermodell, auch relativ dünn, von Grimm Expert. Das ist natürlich ein Quilt, ein Schlafsack, wo der Rückenteil frei ist. Da kann man natürlich dann einerseits noch mehr Gewicht sparen und andererseits hat man viele Vorteile. Die sind dann aber ein bisschen teurer. Mittlerweile über die Jahre aber zum Glück auch ein bisschen günstiger geworden, aber mehr Hersteller haben. Modelle von Grimm Expert zum Beispiel, was ich hier habe, oder auch von Heiberg, der Lona Quilt, starten bei etwa ungefähr 200 Euro. Da bei Schlafsäcken und Quilts das Gewicht natürlich auch direkt mit der Wärmeleistung und der generellen Bauform zusammenhängt, kann man das hier natürlich nicht pauschal beantworten, wie viel Geld man jetzt optimalerweise zu Anfang ausgeben sollte. Ich finde aber besonders bei dieser Kategorie gibt es auf jeden Fall günstige Produkte, die eine gute Qualität haben und vor allem länger in diesem Preissegment halten, als es zum Beispiel bei den Einsteigerrucksäcken der Fall ist. Aber auch wer sich hier noch sicherer ist, der langfristig das Hobby betreiben will, der kann ruhig dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und direkt zu einem Quilt greifen, egal ob aus Synthetik oder Daune. Ich versuche auf diesem Kanal gerade jede Woche ein Video über Ausrüstung, Touren oder dem Tracking generell hier für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, willst du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft noch weitere spannendere Themen rund um unser gemeinsames Hobby hier vor allem auch für neue Leute kostenlos beleuchten kann. Vielen Dank dafür. Bei Töpfen hat Sparen früher Sinn gemacht. Heutzutage solltest du aber meiner Meinung nach direkt auf Titan gehen. Die Preisunterschiede waren früher zwischen Titan und Edelstahl wirklich viel größer als heute. Mittlerweile haben wir wirklich schicke Titantöpfe, zum Beispiel von Togs, Lixada oder mittlerweile sogar ganz überraschenderweise von Decathlon. Kosten im Schnitt 15 bis 30 Euro, bei Decathlon zum Beispiel 0,5 Liter nur 20 Euro. Wahrscheinlich ist ein Titantopf auch der Gegenstand, der von allen Sachen am längsten hält. Wir hatten neulich im Podcast Zeltgespräche bei uns Christine Thürmer zu Gast und sie hat gesagt, dass nach 65.000 Kilometer ihr Titantopf der einzige Gegenstand war, der quasi immer noch von dem ersten Set erhalten geblieben ist und noch nicht ersetzt worden ist. Da muss man sich aber wirklich nur sicher sein, dass das die richtige Größe für einen ist. Und falls man sich noch nicht sicher ist, was will man eigentlich draußen kochen, nur Wasser oder will man richtige Gerichte zubereiten, dann macht es vielleicht Sinn, erst so ein Camping-Top-Set wirklich zu nehmen mit günstigen Töpfen. Da sind vielleicht 2 oder 3 Größen dabei. So kann man sich das erste Jahr vielleicht ein bisschen austesten. Und wenn man dann sicher ist, ich brauche 1 Liter oder mir reicht ein halber Liter, dann holt man sich
sich wirklich einen schicken Titantopf und kann eine Menge Gewicht sparen. Und auch bei Kochern sieht es passenderweise genauso aus. Auch da, finde ich, sollte man auf jeden Fall Geld sparen und muss auch eigentlich nie wirklich mehr Geld und zu den High-End-Produkten greifen, da die teilweise wirklich Funktionen mitbringen, ja, die man eigentlich zwingend nicht braucht, die ich auch selber nicht benutze. Also da haben manche Produkte dann eine schnellere Kochzeit, vielleicht ein bisschen weniger Verbrauch oder wirklich eine integrierte Zündung, damit man kein Feuerzeug braucht. Aber ganz klassisch gibt es hier das Modell von BAS, der 3000T. Das ist hier, finde ich, immer noch der Goldstandard. 25 Gramm, unter 20 Euro. Genauso sieht es bei Esbit oder Spiritus aus. Auch da kosten die einfachen Kocher, die meiner Meinung nach auch am besten sind, wirklich nicht so viel. Wer da beim BAS leichte Sicherheitsbedenken hat, denn es kann unter Umständen sein, dass die Hitze vom Kocher auf die Gaskartusche geht, der greift dann lieber zum Produkt von Decathlon oder Eifel Outdoor Equipment. Die wiegen dann das doppelte 50 Gramm und kosten auch dann ja 50 Euro etwa, funktionieren genau gleich, aber haben dann eben ja dann eine Trennung, ein anderes Material. Ich glaube, es ist Messing, sodass die Hitze nicht auf die Gaskartusche entweichen kann. Alles, was darüber kostet, würde ich erstmal nicht in Betracht ziehen und ich würde das Geld, was man dann spart, lieber in Windschutz investieren. Der bringt im Zweifel gerade bei Gaskochern sehr, sehr viel und auch da kann man, wenn man möchte, sparen. Ich habe da eine Folie aus Titan, aber genauso gut geht eine klassische Aluminiumfolie, die man sich im Zweifel auch wirklich selber bauen kann, indem man das Material mehrmals faltet und mit einem Klebeband vielleicht zusammenfügt. Und bei keiner Ausrüstungskategorie macht Sparen so wenig Sinn wie bei Stirn- und Kopflampen. Das sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall nie tun. Denn es gibt bei Amazon sehr günstige Modelle, die kosten dann 10 bis 15 Euro. Die kommen aber mit gravierenden Defiziten. Die sind entweder super schwer, die haben eine schlechte Haltbarkeit oder Zuverlässigkeit, die haben eine schlechte Akkukapazität oder eine zu geringe Leuchtleistung. Das Modell von Decathlon ist da schon ein bisschen brauchbarer, aber immer noch sehr weit entfernt von den besten Produkten. Das Gute ist, die besten Produkte sind nur unwesentlich teurer in dieser Kategorie. Für 90% der Anwendungsfälle, gerade auf normalen Trekking-Touren oder anderen normalen Outdoor-Touren, ja, sollten für alle die leichtesten Modelle von Nightcore oder Petzl zum Beispiel wirklich am geeignetsten sein und dabei auch nicht den Preisrahmen sprengen. Lange Zeit war die Nightcore NU25 hier die beste. Mittlerweile wurde die ja ersetzt durch die NU20 Classic. Die ist ungefähr gleich, hat aber dankenswerterweise jetzt einen USB-C-Anschluss. Die kostet unter 30 Euro. Die wiegt nur 38 Gramm unter 360 Lumen, was absolut geniale Werte sind und man das Produkt dann auch sehr, sehr lange nicht ersetzen wird. Falls man wirklich ganz starke Bergtouren oder Expeditionstouren macht, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Leuchtleistung, muss dann auch ein bisschen mehr Geld und Gewicht eingehen. Aber generell würde ich bei Kopflampen auf jeden Fall dann lieber diese 10 Euro einmalig mehr in die Hand mitnehmen. Ich habe dann ein absolut funktionierendes Produkt, was für den Preis wirklich an die ja absolut machbare High-End-Grenze geht, gerade im Ultraleichtbereich und ja für mich die beste Mischung aus Gewicht und Leistung wirklich bringt. Ja, bei Trekkingstöcken ist es auch nochmal ganz besonders. Früher habe ich pauschal gedacht, Sparen macht auf jeden Fall Sinn. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Und da ist eine besondere Situation, denn entweder denke ich, sollte man wirklich die ganz, ganz günstigsten nehmen, oder dann sofort zur Oberklasse greifen, weil bei Trekkingstöcken ist vor allem das Mittelfeld extrem schwach. Da hat man eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Geringe Trekkingstöcke oder die günstig sind dann absolut robust, aber schwer. Das ist aber auch okay. Zum Beispiel die Modelle von Decathlon, Quechua, hier dieses Speed-Hiking-Stick, kostet fast gar nichts, ist super robust, natürlich hier aus Alu und dann kann man sich erstmal rantasten. Sind Trekkingstöcke was für einen? Und solange man dann wirklich keine ganz, ganz großen Mehrtageswanderungen macht, kommt man damit auch wirklich dann besonders klar. Wenn es dann in die Mittelklasse geht, dann sind die weder oft richtig leicht, noch besonders günstig, noch besonders robust. Wenn man zu Carbon greifen will, dann würde ich also sofort zu den High-End-Modellen greifen. Sonst ist der Gewichtsvorteil, den man sich von Carbon dann erhofft, wirklich nicht groß genug. Ansonsten dann lieber erstmal bei Alustöcken bleiben. Wenn man sich also nicht sicher ist, erstmal günstige Poles testen von Decathlon oder anderen Einsteiger-Poles, zum Beispiel von Fisan, gibt's dann auch noch brauchbare Stöcke, die halt im niedrigen Mittelfeld liegen. Das zweite Paar, auch da, wenn man sich sicher ist, Trekkingstöcke sind super, ich kenne meine Länge, ich will damit vielleicht auch mein Zelt aufbauen,
dann würde ich direkt zu teuren Poles greifen. Also Stöcke von Durston, von Zpacks, von Rota Locura, das ist der zum Beispiel, den ich auch verwende, von Black Diamond zum Beispiel, da gibt es mittlerweile auch wirklich Top-Modelle, oder auch von Gossamer Gear, das ist der hier in der Mitte. Und das, finde ich, ist dann schon drin, da zahlt man dann über 100 € durchaus für die Stöcke, aber muss dann nicht teilweise, und das ist mir auch passiert, die Stöcke wirklich 3 oder 4 Mal kaufen, wenn man dann doch wieder was Besseres braucht. Deswegen lieber was Günstiges und dann sofort was Teures. Ja, bei Powerbanks heißt es seit diesem Jahr ganz klar zum Glück endlich, man kann sehr gut sparen. Wollte man vorher sparen, musste man zu irgendwelchen asiatischen Herstellern greifen, hat dann 15 bis 20 € bezahlt, hatte eine Powerbank, die halbwegs leicht und halbwegs zuverlässig war. Anker war natürlich auch immer da, ein bisschen teurer, dafür sehr zuverlässig, aber auch schwer. Wollte man dann was ultraleichtes und für den Outdoor-Bereich passendes haben, musste man da eigentlich zu Nitecore greifen. Die NB10000 war dafür 60 € leider am Pflichtkauf. Und regelmäßige Zuschauer meines Kanals, die wissen schon, was jetzt kommt. Mittlerweile gibt es zum Glück die Iniu-Serie in 3 verschiedenen Größen, die sogar die Nitecore-Produkte meiner Meinung nach auf jeden Fall toppen. Die sind günstiger, die sind teilweise sogar leichter und die haben eine viel bessere Leistung beim Laden der Geräte oder auch beim Aufladen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr gerne in das ausführliche Powerbank-Video von mir reingucken. Aber ich finde mittlerweile bei Powerbanks, wenn man denn möchte, kann man sparen. Ansonsten sind die Nitecore-Produkte natürlich immer noch gut und haben wie bei der Summit-Serie natürlich auch für ganz besondere Anwendungsfälle bei sehr extremer Kälte, wie in diesem Beispiel, natürlich immer noch ihre Daseinsberechtigung. Und zuletzt bleibt nur noch die Kleidung. Und nirgendwo kann man so stark einsparen wie bei der Kleidung. Ich glaube, das ist auch vielen klar. Bei Markensachen, gerade im Outdoor-Bereich, da kann man wirklich 300, 400, 500 € zahlen. Gerade bei so membranbasierten Regenjacken. Es hat sich herausgestellt, man braucht das nicht wirklich. Und auch da muss ich Decathlon nochmal wirklich loben, denn bei Ausrüstung und Rucksäcken und so weiter hin und her, aber bei Kleidung macht es durchaus Sinn, bei Decathlon wirklich einkaufen zu gehen. Ich kann es nicht anders sagen, wir haben sehr viele günstige, aber immer noch von der Qualität brauchbare Sachen. Gerade die ganzen Fleece-Produkte, die synthetischen Outdoor-Jacken, die kosten dann 20, 30 € maximal. Man hat dann wirklich sehr gute Base-Layer, sehr gute Mid-Layer. Auch bei Regenkleidung, gerade beim Tracking. Ihr braucht keine Gore-Tex-Membran, ihr braucht nichts Membranbasiertes. Es reicht, wenn ja der Poncho, die Regenjacke, auch die Regenhose wirklich komplett membranfrei ist oder wirklich eine nicht Gore-Tex-Membran hat. Markenkleidung bin ich sowieso kein Fan von. Ich habe selber zum Beispiel Patagonia manchmal gerne an. Da hat man zumindest die Möglichkeit, dann die Sachen lebenslang kostenlos reparieren zu lassen. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Habe da auch Jacken wie die Micro Puffy Jacket jetzt schon, glaube ich, im 5. Jahr mittlerweile. Die hat sehr, sehr viele Löcher, aber man braucht das wirklich nicht. Ich würde nicht wirklich bei irgendwelchen asiatischen Herstellern kaufen, wo die Qualität wirklich unterirdisch ist und die Sachen nach einer Saison kaputt gehen. Das ist meiner Erfahrung nach jetzt bei dem Decathlon-Beispiel auf jeden Fall nicht so. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch ganz andere Hersteller. Und wenn es dann ein Kleidungsstück gibt, wo man vielleicht dann am ehesten upgraden könnte, dann wäre es die Regenhose, aber nicht, weil die anderen Regenhosen undicht oder schlecht wären, sondern weil es da auch Stoffe gibt, die wirklich viel, viel leichter sind. Da ist dann die Regenhose 150 Gramm schwer, die kostet dann 30 bis 40 €. Wenn man das Doppelte zahlt, hat man da auch nur die Hälfte an Gramm wirklich. Ja, ich denke, als Fazit kann man sagen, dass man bei einigen Dingen auf jeden Fall sehr, sehr gut Geld sparen kann, ohne irgendwie größere Abstriche machen zu müssen. Bei anderen Sachen, da muss man schon sagen, sollte man einmalig lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man sich nicht dann vielleicht auf den ersten Touren sofort darüber ärgern möchte. Ich werde euch wie immer alle meine empfohlenen Sachen unten in die Beschreibung packen. Da könnt ihr selber gerne nochmal die Ausrüstung durchgehen, auch mit vielleicht günstigen Alternativen, die ich empfehlen würde. Mich würde sehr mal interessieren in den Kommentaren, wo ihr noch irgendwie Sparpotenzial seht oder wo ihr vielleicht bewusst lieber ein bisschen mehr Geld ausgebt. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen und hat Spaß gemacht und würde mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.